Liebe Waage, wir schauen uns an die Veränderungen für Mai und Juni für euer Kollektiv. Und ich bin gespannt, was ich euch weitergeben darf. Oh, wünscht ja was Energie. Das ist eine magische Zeit. Hier verwirklichen sich Wünsche. Selbstwertthemen. Hier ist es so, wenn sich etwas ermöglicht, was euch dienlich ist, dann dürft ihr auch wissen, dass euch das zusteht. Und ihr habt das empfangen. Also es ist wahrscheinlich eine Zeit, wo man viel umsorgt wird, wo man viel empfängt Gutes, ne? Wo sich andere um einen bemühen und wo man eben auch lernt, dass es okay ist. Es gibt Zeiten, da braucht man das und wir haben alle oder viele von uns haben gelernt, du musst alles selber machen und es ist, lass dir nicht helfen, frage niemand. Aber hier ist es so auch ein Lernprozess, wo ihr einfach das für gut empfindet, dass euch mal jemand unter die Arme greift oder dass sich Dinge zu euren Gunsten entwickeln. Unterm Deck habt ihr noch Brich aus. Hier dürft ihr mal Neues probieren, Alltagstrott hinter euch lassen. Einfach neu lernen, sich neu ausrichten, Dinge auf andere Art und Weise angehen. Ja, Freundschaften, Gespräche mit Freunden. Vielleicht geht es beim einen oder anderen auch um ein Tier. Möglicherweise verreist ihr mit oder zu einem Freund. Es ist so eine Energie, da sind die Träume, Wünsche und Sehnsüchte auch groß. Man hat vielleicht auch Kontakte mit der Familie, Geschwisterthemen, Elternthemen. Ihr guckt da direkt auch drauf. Möglicherweise lernt der ein oder andere auch Menschen aus dem Ausland kennen oder besucht sie. Situationen, die man mit Vaterthemen hat, werden hier ein bisschen mehr in den Flow gebracht. Ihr habt eigentlich einen guten Posten, ihr legt euch ins Haus des Hauses rein, dass das Umfeld, die Umgebung, die Häuslichkeit, die Wohnungen. Möglicherweise zeigen sich Sachen mit Immobilien. Der ein oder andere hat an sich einen Neubeginn hier liegen, der sehr klärend ist. Für manche Menschen können sich Personen aus der Vergangenheit wieder melden. Es ist dann hier so, er entscheidet, ob ihr sie wieder reinlässt. Für einige von euch sehe ich die verletzte Liebe. Ich sehe irgendwelche Dinge, die mit der Vergangenheit zu tun haben können oder im Hier und Jetzt liegen, die sehr präsent sind. Das sind manchmal Eifersüchteleien von Partnern oder möglicherweise sind es auch Situationen, da hängt man noch in der Vergangenheit oder man hat irgendwelchen Kummer. Ja, ich denke, es geht viel um partnerschaftliche Sachen auch. Es geht auch welche, die sitzen zwischen den Stühlen. Ihr seht hier einen Menschen und hier einen Menschen und ihr seid mittendrin. Kann auch die Situation sein, dass man sich entscheiden muss. Der ein oder andere hat hier eine Prüfung, die er besteht oder einen Kurs, den er ablegt oder der ein oder andere macht auch aus seinem Wissen Geld.
Ihr habt ja eigentlich eine schöne Qualität, aber die ist erstmal euch selbst dienlich, denn ihr habt hier im Hause der Sterne den Schlüssel drin. Ne? In der Korrespondenz habt ihr die Blumen. Hier ist es möglich, sich durch glückliche Umstände neue Türen zu öffnen, die Dinge ermöglichen, wie ihr sie euch vorstellt. Allerdings habe ich bei euch auch Zweifel. Ne? Also ihr fragt euch schon, ist das gut für mich? Was ist mir zu oberflächlich? Vielleicht möchte ich mich in einem Bereich auch gar nicht verändern, weil ich nicht weiß, was die Veränderung mitbringt. Es ist eine Zeit, wo Geheimnisse gelüftet werden, wo Dinge an die Oberfläche kommen. Es kann jetzt hier auch ein Gegenüber sein. Wenn du hier Single bist, hast du die besten Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Ich habe, dass sich irgendetwas entlädt oder lüftet. Das hat mit euren Emotionen zu tun. Ne? Hier kann auch sein, dass die Zündschnur mal kurz ist, dass ihr viele Trigger habt oder so. Und dass ihr irgendwie gestresst reagiert und dann haut man mal einen raus. Aber warum auch nicht? Ne? Macht euch Luft. Ihr habt ja jetzt auch noch die Sterne im Haus der Liebe. Ich denke, es ist so, dass ihr eure Herzensangelegenheiten in Angriff nimmt, dass ihr neue Wege geht, die verbindlich sind. Das betrifft hier sehr vieles. Es betrifft alles Vertragliche, es betrifft die Freundschaften, es betrifft die Verbindung zu anderen, zum Umfeld, zu Partnern. Und es hat etwas damit zu tun, emotional ausgeglichener zu sein, angebundener zu sein, seiner eigenen Intuition mehr zu vertrauen. Ihr habt hier die Geldkarte im Haus des Hundes. Möglicherweise geht es um Finanzen auch von Kindern oder finanzielle Dinge von anderen aus dem Umfeld. An sich ist es eine Energie, da bleibt euch bei einem klugen Zug das Geld, das ihr habt, treu. Ich sehe euch trotzdem auch Nachrichtenaustausch haben über den Bereich Geld und Beruf. Hier geht es darum, ein seelisches Konstrukt, das auch manchmal wackelt oder das nicht beständig ist, in eine andere Balance zu bringen. Aber es geht eben mit Konflikt einher und mit Durchsetzungskraft und mit dem Einstehen für euch. Gleichzeitig habt ihr hier eine sehr gute Chance, eine karmische Situation, einen karmischen Kreislauf, eine Situation, die man auch mit Partnern aus der Vergangenheit oder mit dem Elternsystem hat, leichter werden zu lassen. Es können ja auch Verwundungen aus dem Familiensystem sein. Ne? Wie wurdet ihr behandelt? Wie war die Vaterfigur? Gab es Geschwister, die bevorzugt wurden? Sowas alles. Und man sieht tatsächlich, dass ihr euch sehr schön auf den Weg machen könnt. Es ist eine Sache, wo ihr tatkräftig sein könnt, wo ihr Entscheidungen trifft, wo ihr Möglichkeiten kriegt. Es kann jetzt hier mit dem Verdauen einer Situation, einer Verletzung der Vergangenheit zu tun haben, aus der ihr euch rauswindet. Der ein oder andere hat hier Entscheidungen am beruflichen Bereich, die Selbstständigen betreffend. Auch da sieht man neue Möglichkeiten, Veränderungen, Aufträge. Der ein oder andere wird sich vielleicht auch bewusst, dass er irgendwo unabhängiger sein möchte. Und wir haben natürlich auch Familienthemen, aus denen ihr euch rauswinden könnt, das innere Kind befreien. Ich habe die Sonne im Haus der Sonne. Ne? Das ist eine sehr schöne Energie, ein doppeltes Jahr. Hier am beruflichen Bereich, bei den Selbstständigen, im Liebesbereich. Wir haben das alles, was unabhängig macht, auch begünstigt ist oder irgendwas mit den Ämtern oder Behörden. Ihr bearbeitet hier einen großen Schatten. Was ich auch sehen kann, ist, dass ihr ein bisschen den Freundeskreis anguckt und gegebenenfalls auch ausmistet. Familienthemen sind hier sehr präsent um euch herum, im Haus des Schicksals, und ich sehe Wachstum im beruflichen Bereich, aber gleichzeitig auch irgendwie, dass ihr etwas
umstrukturiert, dass ihr etwas eurer Vitalität anpasst, dass ihr mehr Erde habt irgendwo. Ich habe, dass ihr Familienthemen, die wirklich sehr lange Zeit präsent sind, hier in dieser Linie wunderbar liegen. Hier ist so eine Transformation eines großen Schattenthemas. Am Ende ist es so, dass ihr hier spürt, wo ihr euch ausbremsen lasst, wo Blockaden sind, die lange wirken. Hier kommt die Motte mit dem Thema Gebundenheit. Ne? Hier ist etwas, das möchte erlöst und befreit werden. Etwas, was euch auch auf dem Herzen liegt oder wo ihr Schnitte machen dürft, weil es schwierig ist. Das können Ahnenthemen sein, das kann alles Mögliche sein. Ist hier auch eine Zeit, wo ihr entfesselt werdet, wo sich etwas auflöst, was verpflichtend war für euch. Und es geht sehr viel, was nicht mehr dienlich ist, weg. Also hier haben wir sehr viel Ahnenthemen, Verstrickungen aus der Vergangenheit, unerlöste Gefühle, die irgendwie mit Verletzung und Schmerz einhergehen. Und hier ist es auch so, dass ihr Muster habt, die immer wieder sehr energiezehrend sind. Und im Prinzip ist es auch irgendetwas, wo man auf die Eingebung hören muss, weil die Motte bringt eben das Licht mit und die Beleuchtung der Situation. Es ist eine Sache, die euch unabhängig auch macht. Ich hatte das, glaube ich, bei den Zwillingen so ähnlich. Und aus diesen ganzen Fäden, in denen ihr eingewoben seid, euch euren eigenen Platz wieder mehr zurückgibt. Wichtig ist halt, dass man auch was macht. Ne? Wenn die Situationen so sind, hat man ja auch immer die Wahl, nutze ich eine neue Erfahrung oder bleibe ich eben da hängen. Ja, das Erden ist ja wichtig für euch. Ihr habt das Element Erde an sich dabei, das ist Stier, Steinbock und Jungfrau. Und unterm Deck habt ihr noch das Thema Sieg. Das kann sein, dass ihr habt die 44 hier mit drauf, die doppelte Lemniskarte, dass ihr hier an Themen rankommt, die besondere Aufgaben haben oder auf die ihr schon länger wartet, dass sie sich erfüllen oder Lösungen bringen. Ne? Also es ist hier eine Energie aus einer Gebundenheit raus, in sehr viel mehr Stabilität und Überwindung. So, hier habt ihr noch Unterstützung und ihr habt das Durchhalten, ihr schafft das. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ich drücke euch bis bald.